mein Zeltplatz von heute Nacht. Das ist hier so eine Städtenstraße. Eigentlich ist hier ein See, aber man sieht ihn leider nicht. Aber hier kommt halt niemand hin. Ich weiß nicht, was das ist, ob das Hopfen ist. Aber diese Felder sind auch alle relativ leer. Und die Straße ist halt übersät mit Pfützen. Super, super schwierig zu fahren. Das heißt, ja, hier kommt halt niemand hin. So, hier sieht man mal den Weg. Also ist schon echt schwierig zu fahren. Also mit dem normalen Fahrrad nicht, aber mit Hänger muss man halt auch mal ein bisschen mehr Breite einkalkulieren. Vor allem im Dunkeln war das gar nicht so einfach gestern. Ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, eine Fähre zu nutzen, wobei hier ist niemand. Obwohl irgendwie eigentlich Fährenzeiten wären. Oder 5 Kilometer Treppe. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht muss ich die keine 5 Kilometer Treppe machen mit dem Fahrrad. Ich habe schon mal geklingelt. Aber keine Ahnung, passiert aber nichts. Kommt jemand, also funktioniert das mit der Klingel. Sehr gut. Wieder ein geiler Fahrradweg. Ich glaube, das ist eines der verwirrenden Schilder, die ich gesehen habe. Also, wollen wir jetzt rechts rum oder links rum oder geradeaus? Es ist alles gleichzeitig angegeben, ist ja unglaublich. Oh, Schilderwald. Wir folgen jetzt mal dem Schild geradeaus. Mal schauen. Das scheint jetzt zumindest das letzte Schild zu sein, das montiert wurde. Das ist ja schon echt lustig. Das ist jetzt Melnik. Hier fließt die Moldau in die Elbe. Wir folgen jetzt gleich, das heißt nach, wir kriegen jetzt mal Kaffee und dann folgen wir dem Elbe-Radweg. Hier sieht man noch mal, wie die Moldau in die Elbe mündet. So, und jetzt geht's für uns weiter die Elbe entlang. Bis nach Dresden. Also der Elbe-Radweg gefällt mir viel, viel besser als der Donau-Radweg. Wenn man wirklich direkt am Wasser fahren kann. Die Donau sieht man kaum. Hier wird der Asphalt neu gemacht. Wirklich gut gebaut. So. Ja, auch sehr schöne Gebäude hier. Viele, viele schöne tschechische Städte. Also das, was man hier sieht, das Pinke, eines der größten Schlösser in Tschechien. So groß sieht das gar nicht aus. Also wer weiß, wie weit das noch nach hinten rausgeht. Leider auch zu. Mal wieder nicht so die einfachsten Radwege. Sorry, rechts. Schauen wir mal. Nächste kann man auch nichts erkennen. Große Tore verdecken das Schloss. Sehr, sehr schade. Na, verdammte Tori! Los! Bürgersteig! Was sind denn das für neue Manieren? Ich vergesse dich schon nicht. Keine Sorge. Ich kriege hier einen kleinen Blick. Naja, naja. Das ist ganz schön abgeschirmt. Der Weg ist auch super ausgeschildert, muss man sagen. Da kann man sich überhaupt nicht verfahren.
Da ist er wieder, der schöne Weg. Tori, willst du nicht mal was trinken? Komm mal hier, trinken. 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 Boah, ich muss sagen, sobald die Sonne weg ist, wir haben jetzt 6:30, wird es wirklich kalt. Daran erkennt man wirklich den Herbst. Tagsüber schön warm, abends und nachts kalt. Wir fahren jetzt noch so 10 Kilometer, dann suchen wir uns ein Restaurant, einen Batterieladen und dann Schlafplatz zu gucken. Jetzt wird aber ganz schön steil der Elbe-Radweg. Oh, krass. Hier sieht man genau, dass die Bäume stärker sind als der Asphalt. Das sind alles Wurzeln. Man merkt, dass wir den Elbsandsteingebirge näher kommen. Es wird schon echt hügelig. Da ist es. Das Ziel erreicht. Unser Restaurant. Ja, ich bin jetzt in diesem Restaurant. Ein schöner Blick auf die Elbe. Leider nehmen sie hier nur Bargeld und ich habe noch 160. Das heißt 7 Euro oder so. Das heißt, ich muss jetzt Beilagen essen. Ich habe jetzt einen Ofen, eine Kartoffel, einen Radler und vielleicht esse ich gleich noch ein Baguette. Guten Morgen. Ich wollte euch heute mal mein Bett zeigen. Ich habe mich heute mein Tarp gespannt, damit es einfach nicht so nass ist und ein bisschen wärmer ist. Hat eigentlich auch echt gut funktioniert. Wir sind mich hier ganz kurz vor der Stadt. Oh, ich habe gerade den Namen vergessen. Ich will jetzt einblenden. Und kurz vor der Grenze, 30 Kilometer. Und das ist der Elbe-Radweg hier oben. Und hier war das Restaurant, wo ich gestern war. Das kleine Häuschen. Und ich wollte aber nicht mehr so weit fahren. Und hier ist die Elbe. Und hier wunderschöne Aussicht. Naja, ich pack mal zusammen, weil hier kommen schon einige Radfahrer vorbei, die natürlich zur Arbeit radeln. So, unser letzter Tag im Ausland auf dieser Reise. Ja, und es regnet tatsächlich ein bisschen. Eigentlich sollte die nächsten 10 Tage die Sonne scheinen. Was ist da los? Ich hoffe, das klart noch ein bisschen auf. Und heute fahren wir ins Elbsandsteingebirge. Mir eigentlich mit blauem Himmel angucken. Das ist wirklich ganz ungewohnt, so eine Industriestadt zu sehen, nach den ganzen schönen Städten in Tschechien. Nach allen schönen Städten in Tschechien. Das ist die erste, die so richtig krass industriell ist. Oder aussieht. Was soll das denn? Ja, Regen. Ich bin schon echt froh, dass es heute Nacht nicht angefangen hat, unverhofft zu regnen, weil dann hätte es mich voll erwischt. Ich hoffe, das gleich auf. Ich habe keine Lust, meine Regenhose und alles wieder anzuziehen. Seht ihr das? Die Sonne kommt raus. Yay! Und blauer Himmel sogar. Ich finde, das sieht schon einfach wunderschön aus. Ich mag Berge einfach echt gerne. Oder Hügel. Das macht die Landschaft irgendwie gleich schön. Der Fluss dann noch, die Elbe. Ich bin echt sehr gespannt auf Sandsteingebirge. Das wir heute sehen, Suri! Endlich haben wir eine Stelle gefunden, die nicht so tief ist, wo Zuri gut rein kann. Wir sind jetzt ganz knapp vor der Grenze. Jetzt kommt gleich noch Nationalpark und dann sind wir in Deutschland. So, bevor ich Tschechien verlasse, wollte ich euch noch zeigen, ich habe mich noch was besorgt. Und zwar, ich weiß nicht, wie ihr euch noch erinnert, im Nationalpark, als es so kalt war und geregnet hat und ich ja diesen Unterschlupf gefunden habe, da habe ich von den Tschechen diesen Rum bekommen und der war super lecker, den konnte ich pur trinken. Jetzt habe ich mir den auch besorgt, um ihn mitzubringen meiner Schwester. So. Jetzt fahren wir über die Grenze nach Deutschland. So. Deutschland hat uns wieder nach 6085 Kilometern. Wahnsinn. Willkommen in Deutschland. Herzlich willkommen. Na, wie geht's dir? Wir müssen die Autos immer warten an der Grenze. Schon wieder so eine ewige Schlange.
Was? Oh, ein echt süßes Häuschen. Das sind ja auch ganz süße Fachwerkhäuschen da. Boah, das ist echt unglaublich. Kaum ist man in Deutschland, hat man so beschissenes Internet, dass man überhaupt keine Karte mehr erkennt. Das ist krass. So, überall hatte ich echt vor 4G gutes Internet. Das finde ich immer schwierig, auf so internationalen Radrouten. Ich meine, das ist die Eurovelo 7, alles nur auf Deutsch. Und wer kann das lesen? Radweg gesperrt. Okay, kann man sich vielleicht vorstellen mit dem Schild. Radfahrer absteigen, versteht auch kein Mensch. Das verstehe ich immer nicht. Das war in Österreich ja genau das gleiche Problem. Ach, Herr Jemine, wow. Oh, das ist total krass gerade. Ich habe das Gefühl, es regnet, aber es sind kleine Fliegen und die setzen sich überall drauf auf meine ganze Jacke und auf mein Gesicht. Oh, ich kann mal nicht hingucken. Seht ihr das auf meiner Jacke? Alles, oh, in mein Auge. Alles voller fieser Fliegen. Blöd, dass ich meine Sonnenbrille irgendwo verloren habe. Schon vor Monaten. Naja, fahren wir mal weiter geradeaus. Jetzt geradeaus auf Strand. Schöner Ortsname. Der Mückensturm hält an. Oder Fliegensturm. So was ist echt immer geil. Mein Navi sagt, und ich soll auf die andere Seite schon die ganze Zeit. Und ich muss ja irgendwann abbiegen, weil ich eine Freundin besuchen will. Und hier steht jetzt ein Schild, Ortsdurchfahrt, bla bla, Radfahrer gesperrt, hier bei der Fähre. Das heißt, ich kann wahrscheinlich gar nicht auf die andere Seite. Ja, und jetzt muss ich wieder zurück auf den Radweg und mal gucken, ob es irgendwann noch eine andere Fähre gibt. Das ist echt immer so ein bisschen kompliziert. Einem dann immer nie Ausweichrouten gesagt werden, so nächste Fähre 10 Kilometer oder so. Oh, das ist schon ein bisschen ätzend. Ich muss auf die andere Seite. Das Internet ist so schlecht, dass ich noch nicht mal sehen kann, wo die Elbe ist. Ich bewege mich auf jeden Fall jetzt von meiner eigentlichen Route weg. Weil ich muss eigentlich nach Norden. Ich muss von der Elbe weg. Aber ich komme über die Elbe nicht drüber. Das ist echt Mist. Tada! In Pirna ist eine Brücke über die Elbe. Juhu! Ich will einen kleinen Umweg fahren. Wow! Mein Handy-Akku ist leer, meine Powerbank leider auch und die Restaurants sind zu, wo ich jetzt vorbeigekommen bin. Jetzt musste ich wieder Trick 17 machen, meinen Laptop anmachen und das Handy jetzt während der Fahrt mit dem langen Kabel vom Solarladegerät laden. Das klappt immer ganz gut, aber das ist nicht so das Geilste. Boah, die Berge in Sachsen haben es ganz schön in sich. Das ist jetzt schon der dritte Berg, den ich hoch muss. Da war die Elbe schon irgendwie netter. Hier sind noch keine Radwege. Zürich kam! Zürich muss auch steigen wegen der Steigung. Die ist heute schon echt viel gerannt, die ist platt. Ja, das sind Radwege in Sachsen. Keine Elbradweg sind. Da sieht man echt schon einen Unterschied. Boah, das ist ein ganz schönes Geholpere hier. Also das macht nicht so richtig Spaß. Ist auch nicht schnell. Oh, ich hoffe, das macht auf meinem Computer nichts. Und dem rum. Oh, fühlt sich das gut an. Und es ist ruhig. Und mein Po wackelt nicht. Oh, das war ganz schön anstrengend. Das waren bestimmt 7 Kilometer. Oder mehr sogar.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass man sich fast komplett auf Fahrradwegen da scheinbar hinbewegen kann, die 35 Kilometer. Bin ich echt erstaunt. Wieder in Wiesenberg 2 am Anfang. Das ist auch nett. Wir sind einen Umweg gefahren, weil die eine Straße gesperrt war. Ich hoffe, das reicht für den Akku. Grumots Nebenstraße. Geil. Auch wieder ein Radweg. Pulsnitz. Auch sehr schön. Wir haben es tatsächlich geschafft. Über 7 Stunden Fahrt und 115 Kilometer. Endlich da. Ich freue mich so auf ein Bett und auf eine Dusche. Oh. Und jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen, um das in Prag gekaufte Bier zu trinken.